Und damit herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Mühlenabenteuer. Wie ihr seht, Marcel und ich, wir sind schon fleißig am Bagger dran. Leider muss ich heute mal mit so einem Voice-Over arbeiten, da unsere Technik also kleine Probleme gemacht hat und der komplette Originalton mit einem fetten Brummen versehen war. Aber nichtsdestotrotz haben Marcel und ich uns erstmal gleich an den Bagger rangemacht. Ich habe ja richtig viele Rückmeldungen von euch bekommen und die waren echt der Knaller. Also die waren richtig der Hammer. Ich habe mich super gefreut darüber. Das ging von Fotos von euren Maschinen bis hin zu einer richtigen Videoanimation über ein CAD-Programm generiert, wie denn jetzt die Anlenkung der Baggerschaufel richtig anzubauen ist. Und deswegen haben wir uns natürlich nicht nehmen lassen, gleich zu Anfang von unserem Video den Umbau zu machen. Und der Bagger, der wird ja heute benutzt. Wir haben ein kleines Projekt hinten bei uns im Garten vorgesehen. Wir wollen eine Terrasse zaubern, und zwar mehr oder weniger aus dem Nichts. Das Material dafür, das heißt, die Sandsteinplatten habe ich letztes Jahr schon gekauft. Und wir hatten gedacht, dass wir gleich zum Frühjahr mit dem Projekt anfangen, damit wir das natürlich auch schön den Sommer über nutzen können. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid und wir starten jetzt mit unserem Video. Viel Spaß, los geht's! Ja, nachdem wir den Umbau abgeschlossen hatten und gesehen haben, wie das Ding richtig dran gehört, da ist es uns dann auch ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen. Manchmal ist man ja ein bisschen betriebsblind, das muss man schon sagen. Ich persönlich habe ja an der Löffelumlenkung nie was umgebaut, von daher war das für mich so original. Wenn man natürlich sieht, wie das Ding richtig dran gehört, dann fragt man sich, warum man da nicht vorher drauf gekommen ist. Aber wie gesagt, manchmal ist man einfach ein bisschen betriebsblind. Darauf möchte ich das jetzt mal schieben. Uns war es ein Anliegen, das umzubauen, jetzt direkt am Anfang von dem Video. Natürlich zum einen, weil wir Danke sagen wollten für diese tolle Community, für eure tollen Rückmeldungen. Da war ich total geflasht, das war richtig geil. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass wir den Bagger benutzen wollen. Wir müssen den Bagger jetzt hinten bei uns in den Garten holen. Hat ein bisschen, ja, will mal sagen, Bedenken, ob das funktioniert, weil es ja doch ziemlich viel geregnet hat die letzten Tage. Und eigentlich wollte ich auch noch einen Bagger leihen, einen kleinen Kettenbagger hatte ich mir gedacht, irgendwie so ein, weiß ich nicht, kleines Ding, 2, 3 Tonnen Bagger, der wenig Bodendruck hat, dass ich mir jetzt die Supergleise hinten in den Garten reinfahre. Aber das hat irgendwie alles nicht funktioniert und ist natürlich auch dementsprechend teuer und wir haben ja einen Bagger auf dem Hof stehen und warum soll man den nicht auch benutzen? Von daher haben wir uns jetzt entschieden, den Bagger nach hinten zu holen. Das ist natürlich eine enge Kiste. Als der Hof gebaut worden ist, da haben die natürlich hier alles noch mit Pferden gemacht und an Bagger hatten die natürlich jetzt planungstechnisch nicht unbedingt gedacht und von daher ist es immer eine ziemliche Zirkelei, mit dem Bagger hinten auf die Wiese zu kommen. Wir wollen unser Terrassenprojekt umsetzen. Wir haben gedacht, wir machen das direkt zum Anfang des Jahres, damit man das natürlich auch den Sommer über nutzen kann. Den Bagger habe ich relativ selten hinten im Garten. Ich habe damit schon viel gemacht tatsächlich. Wir mussten ja ganz viel Drainage machen und generell so diese ganze Niveau, das jetzt aktuell im Garten da ist, das habe ich alles mit dem Bagger gemacht. Ne? Also da war ja, weiß ich nicht, war alles Kuppeldelle Loch, da gab es nasse Ecken, da konnte man schon fast gar nicht langlaufen, weil das alles so nass war. Von daher mussten da erstmal ein paar Drainagen rein. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Jetzt hat sich der Garten von meiner wilden Aktion, die ich damals durchgeführt habe, komplett erholt. Ist alles schön bewachsen, ist alles schön grün. Von daher hatte ich auch so ein bisschen Bedenken, da jetzt mit dem Bagger reinzufahren. Aber wir hatten uns trotzdem dafür entschieden. Das Schöne ist, es ist natürlich ein großer Bagger und hat auch einen ziemlich langen Arm. Das ist dann wiederum der Vorteil, dass wenn ich einmal drin bin mit dem Bagger, dann brauche ich nicht viel hin und her fahren. Dadurch, dass er so einen langen Arm hat und so groß ist, fahre ich einmal in den Garten rein, kann dann meine Baggerarbeiten durchführen, fahre dann am Ende wieder raus und das könnte vielleicht sogar ein Vorteil gegenüber so einem herkömmlichen Kettenbagger sein.
Jetzt in Verlängerung zu dem überdachten Freisitz, den wir vor einiger Zeit aus einem alten Küchenanbau hergestellt haben, soll jetzt das Sonnendeck werden. Für die, die nicht nur im Schatten sitzen wollen, ist bis jetzt die Option, sich mit der Liege hier auf den Rasen zu setzen oder zu legen. Das Problem ist nur, wenn man da irgendwelche Stühle etc. hinstellt, gerade wenn man in meiner Gewichtsklasse turnt, dann ist es so, dass die Stuhlbeine sich dann leicht in den Boden rammen, wodurch die natürlich auch immer eingesaut sind. Und gerade wenn man in der Family irgendwo sitzen will, ist das natürlich doof. Haben wir ein bisschen hin und her überlegt, haben gesagt, nee, gut, dann opfern wir noch ein bisschen Rasenfläche, einfach um nochmal eine Terrasse hinterm Haus zu haben, wo man dann auch vernünftig sitzen kann. Es ist ja so, dass man durch den Freisitz in unsere Küche, in unserem Mühlraum, Küche, Esszimmer kommen kann, also durch den überdachten Freisitz. Wenn man da dann jetzt rauskommt, dann würde man auf der jetzt noch zu werdenden Terrasse landen. Von daher ist das alles ganz gut so von der Logistik, will ich mal sagen. Wenn man Besuch hat, dann muss man ja auch irgendwie das Essen dahin karren und wieder zurück. Kommt man in Anführungsstrichen trockenen Fußes oder sauberen Fußes dann aus der Küche bis auf den Freisitz. Dann von da aus auf die Terrasse und wieder zurück. Ja, wenn man Buffet macht, wenn man irgendwie grillt, wenn man das irgendwie, keine Ahnung, so nutzen möchte. Da bietet sich einfach der Platz an. Wir haben das jetzt so geplant, dass wir es mit Natursteinen abstellen. Das heißt also, ihr seht ja, das ist ein bisschen abschüssig, das Gelände. Von daher soll das jetzt mit Natursteinen eingefasst werden. Meine Frau wünscht sich zwischen Terrassenfläche und den Natursteinen nochmal ein kleines Beet. Das heißt, da werden wir rundherum ein Beet anlegen. Den Eingangsbereich zur Wiese hin, da lassen wir uns auch noch ein bisschen was Besonderes einfallen. Wir koffern das komplett aus, ziehen die Grasnarbe ab, machen dann Schotter drauf. Der Schotter wird befestigt. Marcel, der macht dann den Schotterplan. Das heißt also, da wird dann im Schotter schon vorgesehen, dass ein kleines Gefälle vom Haus Richtung diesem Pflanzbeet geschaffen wird. Da kommt dann wiederum Grus drauf. Das ist ein 05er Grus, der wird dann eingebaut und darauf werden dann die Platten gelegt. Das Gefälle stellt sich eben so ein, dass es vom Haus weg ins Pflanzbeet läuft. Das heißt also, das Wasser, was auf die Terrassenfläche dann eingetragen wird, läuft dann über die Terrassenfläche ab und bewässert gleich unser Pflanzbeet.
Den Boden der Terrasse haben wir mit 0,32er Basaltschotter hergestellt. Marcel hat den mit dem Stampfer verdichtet. Das ist das tragende Material, auf den jetzt der 0,5er Basaltgrus aufgetragen wird. Der Basaltgrus, der dient später als Feinschicht zum Tragen der Terrassenplatten. Marcel stellt mit Wasserwaage und Leeren jetzt die Planung her, sodass die Platten auf dieser Planfläche verlegt werden können und stellt auch sicher, dass das Gefälle richtig eingestellt wird. Währenddessen fahre ich mit dem Dumper nach vorne, belade ihn mit unseren schönen Buntsandsteinplatten. Unser Haus ist ja aus Buntsandstein gebaut, die Sockel sind aus Buntsandstein und Buntsandstein ist bei uns hier in der Region heimisches Baumaterial. Und deswegen haben wir uns, oder beziehungsweise deswegen fiel uns die Entscheidung leicht, das auch mit Buntsandstein wiederherzustellen. Dabei haben wir uns für einen römischen Verband entschieden und die Platten, die ich besorgt habe, die sind nicht geschliffen, sondern die sind gespalten, die sind spaltrau. Was natürlich die Verlegung ein klein wenig aufwendiger macht. Ich hatte schon mal spaltraue Platten gekauft, die habe ich im Haus und auf dem kleinen Dreisitz verlegt. Das war relativ einfach, weil die von der Unterseite alle schön gleichmäßig gefräst waren, das heißt die Dicken waren alle gleich. Hier habe ich jetzt ein bisschen im Internet recherchiert, die Platten, die ich sonst gekauft hatte, die gab es nicht mehr. Und ich habe bei einem Händler jetzt auch über das Internet Platten gefunden. Der hatte auch diesen römischen Verband annonciert. Allerdings war das Problem, als ich dann die Bestellung ausgelöst habe, kam dann der Anruf, ich habe leider keinen römischen Verband mehr und ich stelle Ihnen jetzt was zusammen, was wahrscheinlich ähnlich funktioniert. Und ich habe gesagt, ja, okay, alles klar. Gegen einen kleinen Rabatt her damit. Der hat mir dann nochmal einen Preisnachlass gegeben, was natürlich eine schöne Sache war. Trotz alledem habe ich für das Material, also allein die Buntsandsteinplatten, weit über 1000 Euro ausgegeben. Fragt mich nicht, was der Quadratmeterpreis war. Ich habe ein bisschen mehr gekauft, weil ich mir gedacht habe, vielleicht gibt es ja doch die ein oder andere Ecke, wo man das auch noch gut einsetzen kann. Wir haben ja so einen schönen roten Sockel am Haus. Und die großen Platten, die sind 60 x 60, die haben auch alle die gleiche Farbe wie unser Sockel. Von daher kann man das wunderbar kombinieren. Hör mal, ich glaube so langsam, also zum einen sind meine Arme länger und meine Beine müde. Ich hoffe, dir geht es ein bisschen ähnlich. Aber zum anderen sieht man auch so ein bisschen, was es werden soll. Ne? Ja, ja. Ja, die Frau, die wollte ja gerne hier so ein Pflanzbeet haben, wo sie Hortensien pflanzen wollte. Hier haben wir diese Sandsteinplatten. Genau. Die sind alle so ein bisschen spaltrau. Hat uns auch ein bisschen Nerven gekostet, die ganze Geschichte. Das ne? ist ja ungleichmäßig, genau. Ja. Ungleichmäßig. Wir haben auch das jetzt am römischen Verband gelegt. Wir haben so ein bisschen variiert dann zum Teil tatsächlich, weil wie ihr wisst, waren ja nicht alle Platten vorhanden. Ich musste viel schneiden. Draußen, Ja. drüben auf dem Hof, keine Ahnung, etliche Platten klein geschnitten. Über 20 Stück hast du geschnitten. Ja, das war schon ganz ordentlich. Schon eine Hausnummer, ja. Aber man sieht hier schön diesen römischen Verband, immer diese Linien, die sich dann ausbilden. Einmal hier Linien mit den dicken Platten, hier wieder die schmalen Platten, hier wieder die großen Platten, da wieder die schmalen Platten. Und so sieht erstmal ein bisschen wild aus. Aber das hat alles doch irgendwie so ein bestimmtes Muster. Ne? Auch hier so schräg bilden sich solche Muster aus, die sich immer Genau. wiederholen. Egal wie. Genau, es wiederholt sich. Es wiederholt sich. Ne? Und, Genau. ja, das ist irgendwie das Schöne daran. Ne? Es Ja. sieht erstmal wild aus, aber es ist doch, wenn man hinguckt, dann Genau, es Gibt's ist schon halt eine doch- schöne Sache eigentlich an sich. Ja. Es ist nicht alles nur ein gerader Betonstein und es hat eben noch Leben. Es ist eine Sandstein, es ist eine Natursteinplatte. Wir haben die jetzt soweit alles gelegt. Du hast hier die Ränder noch schön, das zeige ich dann aber, wenn wir soweit sind, noch mal Genau. schön im Detail. Hast die Ränder noch mit Pflastersteinen ausgepflastert. Hier haben wir so aus alten Bruchsteinen noch einen Treppeneingang gemacht und hier eben diese Pflanzbeete für meine Frau. Kollateralschäden halten sich auch so ziemlich Ja. in Grenzen. Ja, auf jeden Fall. Und ja, Jetzt eigentlich versuchen wir es noch. für die 2 Tage, die wir dran sind, haben wir ganz gut gerissen. Gut, ne? wird langsam, müssen noch verfugen. Wir müssen heute Abend auf jeden Fall noch anstoßen drauf. Ne? Wir verfugen das Ganze jetzt noch mit einem speziellen Fugenmörtel
Und der hat eine Trocknungszeit von einer halben Stunde etwa, hast du gesagt. Der, ausgehärtet ist er in 6 Stunden, aber so, dass er begehbar ist er in einer halben Stunde oder so. Das ist dann alles schon okay. Ja. Man hätte das jetzt auch einfach mit dem Gruß auskehren können und gut. Aber Unkraut, dann ist natürlich, genau, Grünzeug, Unkraut. Dieser Epazitarz lässt ja auch Wasser durch. Es ist ja nicht so, dass es eine tote Fläche dann ist. Ja. Es gibt in sich ein bisschen mehr Stabilität. Genau. Und, ich bin ja eigentlich so ein Freund von Kalkmörtel. Ich habe meine anderen hab ich immer mit Kalkmörtel, aber das ist doch so weich, dass sich das immer ein bisschen so rausläuft. Ich sag mal, wir verfugen es ja deswegen, weil wir uns gegen Beton entschieden haben. Ja, und dass wir an der Rand eine Festigkeit kriegen, ist das mit den Ausfugen schon... Genau, dann gibt das eine Fläche. Eine Fläche. Ja. Deswegen. Gewährleistung brauchen wir ja nicht, von daher... Das hält. Das hält. Das glaube ich. Ja, das hält. Da habe ich keine Angst vor. Alter Vater, ey. Meine Fresse. Jetzt bin ich aber auch platt. Ich auch. Ich auch. Lässt sich sehen, 24 Stunden ungefähr, ne? Ja. 2 Tage, 2x12 Stunden. Ja. Haben wir dran rumgerödelt. Aber ich will mal sagen, das Bauwerk kann sich für die Zeit, braucht sich nicht zu verstecken. Brauchen wir uns auf keinen Fall verstecken. Wir haben nicht nur das Bauwerk gemacht, wir haben auch diese ganzen Fahrspuren wieder zugemacht, die in der Wiese waren. War teilweise ziemlich tief vom Bagger. Ja. Wieder Grasnarbe eingesetzt, alles. Genau. Jedes Loch, jeden Krempel wieder zu. Meine Frau, die hat hier noch Pflanzbeete, wollte die gerne haben. Da haben wir auch noch Erde gekauft. Bisschen Pflanzerde im Baumarkt, haben sie gemischt. Alles in der Zeit. Alles in der Zeit. Und ja, hier vorne hat man noch so aus so 2 Säulen. Ich hatte ja mal aus einer Bauschuttdeponie mir so alte, ich weiß nicht, was die da abgerissen haben, aber die habe ich jetzt hier schon überall mal so ein bisschen. Ich war eher skeptisch, bin ich ehrlich, ich war eher skeptisch, aber verdammte Scheiße, das gibt den Akzent hier. Ja, da muss man ehrlich, muss man auch mal sagen. So Kleinigkeiten, die machen's dann. Und wenn du dann hier vorstellst, dass das rundherum bepflanzt ist, ne, dann gibt das so richtig schön so einen Eingang auf mit jeden so Fall. ein kleines Portal. Die Stufe, die wir eingebaut haben da, die habe ich unten aus dem Mühlraum. Das ist so eine ganz, ich weiß nicht genau, wo die gewesen ist, aber diese ganz ja gut, die hat ja diesen Übersprung und dann geht die ja hinten tiefer. Ja, und die hat so, ne, das ist eine ganz aufwendig behauene Stufe. Ja. Und ich habe mir gedacht, wo kann ich die Stufe einsetzen, wo die so schön zur Geltung kommt. Und dann habe ich mir da gedacht, besser als hier geht es ja eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Und eventuell lassen wir dann hier noch mal so einen Weg weitergehen. Der soll aber gar nicht zu... Der soll mehr ins Gras so, ja. Ja, wir haben ja diese kleinen viereckigen Steinchen noch. Und vielleicht setzen wir die hier einfach so mal ein bisschen so hin. So, das ist so ein bisschen... Das muss gar nicht so ein richtiger Weg sein. Das reicht, wenn das so ein bisschen so angedeutet ist. Ne? Dann wollen wir noch ein Segel oben drüber spannen. Kommt noch eine schöne Sitzgarnitur dahin. Ein bisschen Beleuchtung werden wir noch machen, ein bisschen Deko und dann haben wir eine schöne Terrasse. Ja. Knackpunkte. Oh, der römische Verband, da hat mir ja... Römische Verband, der hat uns ganz schön geärgert. Ein Muster habe ich immer so, da bist du da erstmal drinne bist, da kriegst du auch. so... Aber wenn es dann läuft, wenn du es einmal verstanden hast, dann ja gut, geht's, du hast ja schöne Schablönchen gemacht. Also das war ja... Dann habe ich so ein Nummerchen ausgedruckt, die wir auf die Steine gelegt haben. Das war echt klasse. Da habe ich es dann auch verstanden. Ich hatte es auf dem Handy, hat sich ja noch an das Bildschirm gedreht. Ja, wir haben ja manchmal bei uns auf Arbeit, da hatte ich den Kunden,
Der Junge kann die ausmalen. Ja, geil, der hat alle ausgemalt, dieselbe Größe. Dann nimmst du das anders da wahr. Ich bin auch so ein visueller Mensch. Ich muss das sehen, ich muss das verstehen. Wenn ich mir so ein einfaches Bild angucke, raff ich nicht. Ja gut, den Verband habe ich jetzt ehrlich gesagt in 20 Jahren das 3. Mal gelegt. Ja. Es macht heute groß und keiner mehr. Noch ein Naturstein. Und es war ja tatsächlich so, zum einen waren nicht alle Steine da. Ja. Musste ich draußen mal Flex schneiden. Und zum anderen war jede Platte unterschiedlich dick. Ne? Ja, das war... Aber ich hatte ja schon mal Natursteinfliesen, aber die waren auf der Rückseite alle gefräst. Ja. Die hatten alle eine Stärke. Das merkst du. Ja, und hier, das war ja alles... Haben wir jetzt ja alle nochmal dann hingelegt, hoch oder runter. Letztes Jahr bestellt, kamen auf der Palette. Da haben wir auch nicht drauf geachtet, oder? Ja, selbst wenn, wären sie hier gewesen. Genau, so sieht's aus. Also. Das war doch der... Meter, ich weiß gar nicht mehr, 40 Euro. Hatte der nicht da vorne sogar das Dach abgefahren? Ja. Er hatte Spaß für die ganze Familie. Dann hier so ein bisschen Natursteinmauerchen rundherum gemacht. Und ja, das ist schon. Ist sehr schön. Passt sich gut ein. Ja. Bin sehr zufrieden. Und ja, wie ihr es findet, könnt ihr uns ja auch mal schreiben. Wir beide werden jetzt uns noch mal ein bisschen hier nicht auf die Terrasse, sondern auf die Terrasse. Ja, der Verfugenmaterial ist noch zu frisch. Ja, werden wir es beim Gläschen Wein ausklingen lassen. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Und ja, wir lassen uns immer weiter schöne Abenteuer für euch einfallen. Genau, Abo und Like da lassen. Unbedingt. Ja, das ist wichtig, oder? Kommentieren. Kommentieren ist auch mal gut, ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Tschüssi.